schöne Männerwelt. Schlank, elegant, keine Falten und immer ein Ziel vor Augen. Bloß nicht alt aussehen. Bei unserer Zufallsumfrage in Frankfurt gab es keinen einzigen Mann, der das Thema Schönheits-OP nicht schon mal im Bekanntenkreis angesprochen hat. So ein paar Fältchen wegmachen und so und auch mal vielleicht die Stirn, aber so, dass man sich selbst nicht mehr erkennt, ist ein No-Go. Mein bester Freund, ja, der hat tatsächlich sich hier einer, wie nennt man das? Ich kann es nicht, Sie wissen es vielleicht besser, einer Schönheitsoperation da unterzogen. Aber eine Operation, Behandlung. Also Kinnstraffung. Genau. Wenn Männer halt nicht zufrieden mit sich sind, finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn sie sich unterspritzen oder die Nase schön gemacht wird, einfach um ein bisschen frischer auszusehen. Oder auch Haartransplantationen heutzutage. Bei den Männern, gerade im jungen Alter, kriegen sie ja lichtes Haar. Also das würde ich meinem späteren Mann auch empfehlen, sobald ich sehe, dass sein Haar licht wird. Ne? Ich sag mal so, Vollbart reicht auch. Sieht beim Mann auch immer gut aus. Bart generell, also ich sehe das auch bei meiner Frau. Die hat zu mir gesagt, wenn ich mir einen Bart abschneide, trennt sie sich von mir. Ja, zu Recht, ja. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es bei Männern schon auch mehr in den Fokus gerät. Ich habe das natürlich nicht nötig, aber es ist ein Trend sicherlich. Weil vielleicht mal Nachholbedarf ist. Markt stärker, irgendwie Frauen waren vielleicht die Early Adapter, wenn man so will, und Männer kommen jetzt, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch aufgrund von Social Media, dass man da mehr das Gefühl hat, dass man rund um die Uhr gut aussehen muss, auch als Mann. Schönheit um und zu jedem Preis? Das männliche Geschlecht macht längst nicht mehr Halt vor Tupfer und Skalpell. Auch Haartransplantationen gehören dazu. Ich habe es auch schon hinter mir. Also Haartransplantation, warum nicht? Ich habe die Möglichkeit, warum nicht? Darf ich mal fragen, wie sowas geht? Ist das echtes Haar von anderen? Das ist mein eigenes Haar, aus dem Hinterkopf nach vorne verpflanzt quasi, ja. Wie lange dauert sowas, bis sowas fertig ist? Etwa 7 Stunden lag ich auf dem Tisch. Ist das Vollnarkose dann? Nein, das ist nur örtlich betäubt alles, ja. Auch die Frankfurter Praxisklinik Kaiserplatz verzeichnet immer mehr Schönheits-OPs bei Männern. Hauptklientel sind nach wie vor Frauen, doch der Männeranteil liegt inzwischen bei rund 20%. Eine gewisse Eitelkeit bei Männern, die sich ja auch widerspiegelt in dem teilweise doch Sportwahn. Ja, viele, die im Fitnessstudio unterwegs sind, viel Sport treiben, auf Ernährung achten und das letzte Gramm Fett vielleicht dann nicht wegbekommen und sagen, das lasse ich mir vielleicht auf professionellem Wege anders entfernen. Dazu kommen natürlich auch immer mehr Möglichkeiten, minimal weniger invasiv zu arbeiten, Unterspritzungsverfahren oder auch moderne Absaugverfahren, die es dann leichter machen. Die männlichen Patienten kommen aus allen Schichten und Altersklassen. OP-Kosten zwischen 3.000 bis über 6.000 € scheuen sie nicht. Bereits 18-Jährige suchen den Arzt auf. Und hier sehen Sie die andere, ein sehr häufiger Eingriff, Männer, die tatsächlich so eine Gynäkomastie haben, also eine Frauenbrüstigkeit, das sieht schon sehr weiblich aus, die leiden darunter, wenn sie ins Schwimmbad gehen, ja, oder ein enges T-Shirt tragen, kommen dann auch häufig schon so hier rein, dass die Schultern nach vorne zeigen. Und wenn das operiert ist, hier mit einem kleinen Schnitt an der Brustwarze, Brust, wie ich das erklärt hatte, mit dem Ultraschall rausgelöst, die Falte neu gemacht und lediglich die kleine Narbe bleibt zurück und eine viel bessere Kontur. Und das bleibt auch, das ist nichts, was dann wiederkommt, und das bringt große Zufriedenheit meistens. Im nicht-operativen Bereich werden neben anderen Anwendungen oftmals Falten weggespritzt. Allerdings lehnt der plastische Chirurg Dennis von Heimburg statistisch jeden 5. Patienten ab. Gerade auch bei Männern, wenn sie dann im Gespräch plötzlich feststellen, dass der noch viel mehr Interesse hat, dass er dann plötzlich sagt, na, ich komme hier wegen der Brust, und dann frage ich natürlich weiter, gibt es denn noch Dinge, die Sie stören? Und dann sagt er, na ja gut, also die Nase gefällt mir auch nicht. Und wenn Sie noch weiter fragen, sagt ja, also wenn Sie so fragen, ist es noch das und das und das. Und das sind schon Patienten, da geht so ein Alarmlicht an, die sollte man besser nicht operieren. Ja, die werden Sie nicht zufrieden bekommen. Die sind auch operationssüchtig und die sind immer auf der Suche nach vielleicht kleinen Veränderungen. Die werden nicht zufrieden werden. Übrigens, unter den Top 10 der schönsten Männer der Welt ist nach wie vor Schauspieler George Clooney gelistet. Mit Augenlidstraffung, wie er selber zugibt. Aber mal ehrlich, auch Unperfektes kann anziehend sein. Egal ob bei Frauen oder Männern.